Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich lade Sie heute dazu ein, sich mit mir einen Hund anzusehen, von dem ich überzeugt bin, dass er viele typische Dog-Special-Zuseher interessieren könnte. Obwohl es diese Rasse in genau dieser Form schon mindestens 2000 Jahre lang geben soll, hörte ich erst vor etwa 2 Jahren das erste Mal von ihm. Persönlich gesehen habe ich noch nie einen. Würde ich aber gern. Der Guangdong Hound möchte sich heute bei Ihnen vorstellen. Also, bis gleich. Nun, bevor wir dieses Video heute rocken, eine kurze Information an alle meine sehr geschätzten Zuseher da draußen, die es gewohnt sind, mich jeden Mittwoch und samstags pünktlich ab 6 Uhr morgens hier loslegen zu sehen. Liebe Zuseher, ich schaffe das nicht mehr 2-mal die Woche. Unmöglich. Schauen Sie. Die Zeit, welche ich für einen Beitrag auf Dog Special zur Verfügung habe, sorgt dafür, dass ich für ein Video etwa 3 Tage benötige. In diesen 3 Tagen recherchiere ich oder frische mein Wissen auf, sorge für Bildmaterial, schreibe ein Skript und dann folgt der Videodreh. Danach wird das Video geschnitten, mit Bildmaterial versorgt, Audio hinzugefügt und umgewandelt und dann wird es auf die YouTube-Server hochgeladen und zum Schluss noch die Untertitel behandelt. Und das Endprodukt sehen Sie jetzt gerade. Ja. Dog Special ist ein arbeitsaufwendiges Hobby von mir und leider nicht mein Beruf. Ich habe also natürlich außerhalb dieses Kanals einiges zu tun, um alles am Laufen zu halten, wie Sie verstehen werden. Mit 2 Videos pro Woche bin ich 6 Tage beschäftigt und zwar immer dann, wenn ich Zeit hätte, von den Dingen, die mein Leben auf Kurs halten, pausieren zu können. Ich gerate deswegen öfter mal in Stress und das möchte ich nicht. Das Ganze soll mir ja schließlich gefallen, auch Spaß machen. Eine klare Sache. Ja. Das bedeutet, Dog Special wird sich für unbestimmte Zeit jetzt darauf konzentrieren, nur ein Video pro Woche zu präsentieren und dieses soll jeden Samstag erscheinen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie das zu 100% verstehen werden. Ganz klar. Ja. Nun zu diesem Kapazunder aus China, auf den Sie schon warten. Nun, wie schon von mir erwähnt, gilt dieser Hund als sehr alte Rasse und soll aus dem östlichen Teil der chinesischen Provinz Sichuan rund um die Stadt Chongqing stammen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Liebe chinesische Bürger, würgen Sie mich nicht. Ich kann nichts dafür. In den 80er Jahren fanden Archäologen Statuen, welche diese Hunde darstellten, in über 2000 Jahre alten Gräbern in der Nähe der Stadt Chongqing und wurden im selben Zug auf Hunde aufmerksam, die in der Stadt Chongqing herumliefen. Und die sahen genauso aus wie die Hunde, die mit diesen Statuen dargestellt waren. Man weiß heute, dass dieser Hundetyp
kurz vor dem Aussterben stand, da das kommunistische Regime Chinas erst ab 1980 Hunde wieder als Haustiere erlaubte. Ich wusste das selbst nicht bis vor kurzem. Davor galt das Halten von Hunden als Haustier viele Jahre lang in China als Zeichen des verhassten Kapitalismus. Viele von Ihnen kennen diese Geschichte. Kommunismus, Kapitalismus, diese verdammte Politik. Ja, ist so. Der Guangdong-Hound überlebte als Rasse diese Krise knapp, weil er von am Land lebenden Familien als von ihnen unbedingt benötigter Jagdhund deklariert wurde. Und obwohl diese Leute mit für chinesische Verhältnisse enorm hohen Steuern belegt wurden, um diese Hunde halten zu dürfen, taten sie das und trugen somit zum Erhalt dieser antiken Rasse bei. 2002 brach die SARS-Epidemie in China aus. Viele von Ihnen werden sich daran erinnern. Und die Regierung Chinas ließ einen Großteil der Hunde töten, um eine Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern. Auch hier drohte der Guangdong-Hound endgültig von der Bildfläche zu verschwinden. Doch einige wenige überlebten diesen Amoklauf der chinesischen Regierung und deren Bestand, der erholte sich dann wieder. Lange Zeit hatte dieser Hund keinen fixen Namen. Er erfuhr verschiedenste Bezeichnungen. Auch gab es keinen festen Rassestandard. Aber es gab klar erkennbar zwei verschiedene Typen dieses Hundes, die sich provinzabhängig anatomisch voneinander unterschieden. 2018 wurde dann der erste Rassestandard vom chinesischen Hundezuchtverband veröffentlicht und der trennte dann diese beiden Typen, welche aus denselben Hunden hervorgingen. Heute haben wir da jetzt den Guangdong Hound, um den es hier geht, und seinen etwas kleineren und leichteren Bruder oder Schwester, den Chongqing Dog. Der Guangdong Hound, ich breche mir gleich die Zunge, ist etwas größer, etwas schwerer und hat den längeren Fang. Außerdem besitzt er im optimalen Fall ein Scherengebiss, wie die meisten unserer Hunde. Sie wissen, Scherengebiss, Schäferhunde, Rottweiler, Dobermann etc., Rückbiss, viele Mastiffs oder Zangengebiss, Vorbiss, eher die Bulldog-Rassen und so weiter. Während der Chongqing Dog normalerweise einen solchen Vorbiss vorweist, wie es die typischen Bulldoggen haben. Der Guangdong Hound, wird schon besser, gilt als sehr sauberer Hund, der sich katzenartig putzt. Er ist kurzhaarig und pflegeleicht und man sagt ihm nach, dass er kaum haart. Bestimmt, weiß ich nicht. Angestrebte Farbe ist ausnahmslos rot in verschiedenen Verschattierungen. Ich möchte meinen, das ist eine äußerst hübsche Farbe. Mir gefällt solch eine Farbe sehr gut. Sah ich auch schon öfter bei Staffordshire Bull Terriern. Gefällt mir immer wahnsinnig gut, diese Farbe. Er erreicht zwischen 40 und 50 cm Schulterhöhe, ist also mittelgroß und wird bis zu 25 Kilo schwer. Das sind auffallend gut bemuskelte Athleten, möchte ich sagen. Ja, mit Garantie Hunde, welche attraktiv auf Fans der Bull-Terrier-Rassen wirken, ganz sicher. Ja, berühmt ist der Guangdong Hound für seine gesundheitliche Robustheit und für seine Langlebigkeit. Viele dieser Hunde erreichen ein Alter von 16 bis 20 Jahren. Das ist eine Ansage, liebe Zuseher. Er gilt als exzellenter Familienhund, der häufig große Kinderliebe zeigt. Doch ist er auch bekannt für guten Wach- und Schutztrieb. Man sagt ihm nach, mit anderen Hunden ebenfalls gut zurechtzukommen. Und obwohl er über ausreichend Will to Please verfügt, um ihnen Freude mittels Befolgen erlernter Kommandos zu machen, kann er auch auf stur schalten und das nicht zu wenig. So steht es geschrieben. Der Guangdong Hound, bravo, gilt als Hund mit durchschnittlichem Bewegungs- und Aufgabenbedarf, dürfte diesbezüglich also recht angenehm zu führen, zu halten sein.
Absolut unterfordert allerdings kann er Zerstörungswut entwickeln, welche sich zum Beispiel in zerfetzten Mobiliar zu erkennen gibt. Aber, liebe Zuseher, das kann Ihnen mit jedem absolut unterforderten Hund geschehen. Klare Sache. Oder? Ja. Grob betrachtet eigentlich ein absoluter Top-Hund, oder? Ist natürlich eine Geschmackssache, ganz klar, aber ich denke, der füllt fast eine Nische zwischen Bullterrier-Rassen und Molosser-Rassen aus, oder? Die Farben sind wunderschön, wie ich meine. Er besitzt eine attraktive Kopfform. Ich finde, sie ist sogar schon fast betörend schön. Und das natürliche Stehohr, das sorgt für das gewisse Etwas. Ein beeindruckend sportlicher Körperbau, der schon etwas an Kraft erahnen lässt. Und er ist von kompakter Größe. Außerdem zeigt er im Normalfall das Wesen eines optimalen Familienhundes, möchte ich meinen. Ich bin davon überzeugt, dass er gut geführt einen absoluten Spitzenhund darstellt. Der Kwon-Dong Hound. Ja. Wäre der etwas für mich? Auf jeden Fall. Der gefällt mir als Gesamtpaket sogar sehr gut. Obwohl ich mit chinesischen Hunden eher weniger harmoniere, eher weniger Glück habe. Denn der Chow Chow oder der Xiaobai sind zwar zwei extrem tolle Rassen, doch zwischen diesen beiden und mir hat bis jetzt ausnahmslos immer eine eigenartige Barriere bestanden. Ich komme zu diesen Hunden nicht durch. Wegen was auch immer. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Der Kwon-Dong Hound, bei dem wäre das mit Garantie anders. Das kann ich Ihnen ansehen. Ich kann ihm das ansehen, ja. So viel zu diesem schönen Hund. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit halbwegs gute Info schenken. Denn das wollte ich damit tun. Ja. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.